Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ihr kennt wahrscheinlich The Transporter, ihr kennt Transporter 2 und vielleicht auch Transporter 3. Aber kennt ihr schon Transporter 65? Nein? Das ist etwas familienfreundlicher, würde ich sagen. Und in diesem Video gucken wir uns das einmal ganz genau an. Riso & Möller hat ein umfassendes Angebot verschiedener E-Bikes und auch Lastenräder und gerade in diesem Bereich haben sie das Portfolio in der letzten Zeit deutlich erweitert. Wie Räder dort gebaut werden, das könnt ihr mal in dem Video sehen, das ich hier oben einmal verlinke. Das Transporter ist einer der jüngeren Zuwächse in der Familie und bildet so den Einstieg in die Welt der Long Johns von Riso & Möller. Und zum Einstieg gibt es nachher noch ein bisschen mehr. Das Bike gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal mit dem alten Bosch-System und mit dem neuen Bosch-System und dann auch als Transporter 85 mit einer längeren Ladefläche, das so für den gewerblichen Einsatz konzipiert wurde. Und dann auch als Transporter 65, für das es auch eine Familienausstattung gibt. Dieses halt. Und dann gibt es beide Modelle auch als Business-Modelle. Die sind dann speziell für Gewerbekunden gedacht und haben noch einige spannende Optionen. Der Rahmen des Transporter ist ein alter Bekannter, denn er ist eng mit dem Rahmen des Packster der ersten Generation verwandt, wurde aber in entscheidenden Punkten verbessert. Was geblieben ist, ist das klassische Layout aus einem kleinen Vorderrad vorne, der Ladefläche hier vorne, hier dem Cockpit und einem größeren Hinterrad. Und was schön ist, dass Riso & Möller hier komplett auf Glanzlack setzt, sowohl bei der schwarzen als auch bei der weißen Version. Das ist immer so ein bisschen leichter sauber zu halten. Ein prägnantes Designmerkmal ist diese Linie, die sich hier vom Ausfallende komplett gerade unter der Box entlang bis nach vorne entlang zieht und dann steil ansteigt. Das erinnert an so manche Tour de France-Etappe. Diese Linie ist aber nicht nur optisch prägnant, sondern auch technisch interessant, denn Riso & Möller setzt hier das Prinzip der Elevated Chainstay um, beziehungsweise Elevated Belt Stay in diesem Falle. Der Riemen verläuft nämlich nicht durch das hintere Rahmendreieck, sondern darunter. Das heißt, hier ist keine Öffnung notwendig, um einen Riemen zu verbauen. Das Hinterrad lässt sich sehr einfach entnehmen und damit sich das Ganze trotzdem spannen lässt, ist das Ausfallende hier auf einem Schlitten montiert. Also sowohl in der Produktion als auch in der Werkstatt ist dieses Prinzip deutlich einfacher zu handeln. Der Akku sitzt hier an dieser Stelle schön tief im Rahmen und lässt sich auch einfach entnehmen und in der Wohnung laden. Aber man muss das nicht in der Wohnung laden, sondern es gibt auch hier einen Ladeport. Und der ist, finde ich, an einer interessanten Stelle. Und warum der genau da ist, das sehen wir nachher noch. Das Transporter 265, das ich hier jetzt habe, hat das smarte System von Bosch und bietet somit alle Möglichkeiten der Konnektivität, die die Flow-App einem bieten. Und es gibt die Option zwischen dem Intuvia 100 zu wählen und dem Purion 200. Das ist ein kleines neues Display, das in einem sehr kompakten Formfaktor alle möglichen Informationen anzeigen kann. Und ich finde diese Lösung, das alles hier in diesem kleinen Display zu haben, sehr elegant. Kommen wir aber mal auf den Transporter-Aspekt des Transporter zu sprechen. Hier hinten befindet sich ein optionaler Gepäckträger, der sich mit 20 Kilogramm beladen lässt, der hier eine MIG-HD-Schnittstelle bietet, um einfach alle möglichen Körbe oder Packtaschen oder Hundekörbe etc. hier drauf zu schnallen und kommt auch hier mit einem verstellbaren Gurt, wenn man
auf diesen neumodischen Kladderadatsch verzichten kann. Außerdem passen natürlich auch Packtaschen etc. hier ganz einfach dran. Aber so richtig relevant ist natürlich erst der Bereich hier vorne. Der macht das Ganze erst zu einem Long John. Standardmäßig ist das Transporter mit einer flachen Ladefläche ausgestattet und 2 Ladebordwänden vorne und hinten. Das eignet sich dann dafür, um größere Gegenstände einfach drauf zu verzurren oder auch eigene Aufbauten zu realisieren. Optional kann man aber auch diese Box hier kaufen, die sich verschieden nutzen lässt. Diese Platten hier, das ist kein Holz, sondern recycelbares Polypropylen. Das ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das ist sehr stabil und verwittert auch nicht. Und diese Box ist richtig geräumig. Hier finden Einkäufe Platz, Wasserkisten, 2 Kinder oder Pakete, die man auf gar keinen Fall öffnen sollte. Und diese Box hat auch einiges zu bieten. Erstmal ist hier eine Tür. Die lässt sich dafür verwenden, dass die Kinder, der Hund oder auch die Einkäufe selber einsteigen können. Ja, beziehungsweise, Scherz beiseite, man muss halt solche Sachen dann nicht irgendwie über diese Ladekante hieven, sondern macht einfach die Tür auf und schiebt es einfach auf die Ladefläche. Das finde ich ziemlich cool. Außerdem lässt sich die Tür auch nur von außen öffnen und nicht von innen. Damit kommt selbst der intelligenteste Pfiffi nicht aus dieser Box raus. Offenbar schon. Also hauptsächlich will er da auch gar nicht raus, weil Riso & Müller für diese Box ein eigenes Hundekit anbietet, mit Möglichkeit, den Hund anzuleihen und auch einer richtig schön großen, gemütlichen Matte. Und Kindersitze gibt es natürlich auch. Die haben eine außergewöhnlich hohe Rückenlehne und sind auch außergewöhnlich breit. Außerdem gefällt mir, dass die Gurte von hier oben kommen und nicht irgendwie so weit unten angesetzt sind. Man kann sie allerdings auch hier an dieser Stelle montieren, falls ihr hiermit sehr kleine Kinder mitnehmen wollt. Zum Öffnen und Schließen der 5-Punkt-Gurte braucht man dann 2 Hände oder man ist geschickt genug, um es mit einer Hand zu machen, aber die meisten Kinder sind dann nicht geschickt genug, um diese Gurte selbstständig zu öffnen. Und dann zum Festschnallen einfach wieder hier reinstecken und dann sitzen die Kinder auch fest. Riso & Müller hat beim Transporter auch ein Detail geändert, das ich damals beim Paxter 60 noch kritisiert habe, nämlich dass die Kinder hier sehr flach sitzen und die Beine ausstrecken müssen. Hier gibt es nämlich jetzt einen Fußraum und dieser Bereich hier, der eignet sich nicht nur als Fußraum, sondern auch als Handschuhfach zum Beispiel, um Kleinteile zu verstauen oder aber bei den Businessmodellen, um hier das Batteriefach einzubauen für 1 oder 2 Akkus. Und das ist ziemlich cool. Und das ist auch der Grund, warum hier auf der Rückseite der Box dieser Ladeanschluss ist. Gibt es allerdings nur für die Business-Modelle. Aber die Kinder müssen hier nicht sitzen und dann die ganze Zeit diese Klappe hochhalten, sondern sie lässt sich auf zweierlei Art und Weise arretieren. Oder 3 sogar. Entweder man schließt sie wieder oder man kann sie hier vorne an der vorderen Spritzwand arretieren und dann haben die Kinder hier richtig schön viel Platz. Aber wenn noch Gepäck mitgenommen werden soll, dann ist das auch wieder recht schnell voll hier vorne. Deswegen lässt sich die Klappe auch noch an dieser Position arretieren. Und dann haben die Kinder hier ihren Fußraum, können die Füße hier reinstellen und hier vorne ist noch schön viel Platz für Rucksäcke und alles mögliche andere. Und ihr habt das am Anfang gesehen, es gibt auch ein Verdeck. Wo kämen wir denn da hin? Die armen Kinder. Das deckt die komplette Box zuverlässig ab, ist hier so ein bisschen gepolstert, hat links und rechts jeweils ein Fenster sowie vorne eins und ist nach hinten geöffnet. Denn hier dieser Bereich, der deckt komplett den gesamten Lenker ab und dadurch, dass die Box so breit ist auch der Lenker komplett geschützt. Also selbst bei Winter, bei Regen bleiben die Hände hier unten richtig schön trocken. Das finde ich sehr angenehm. Wenn man hier etwas einladen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man öffnet diesen Reißverschluss hier, kann dann das Seitenfenster öffnen und auch das Ganze aufrollen. Und dieses Seitenfenster lässt sich dann auch mittels dieses Strapses hier in dieser Position arretieren. Da kommt zum Beispiel im Sommer richtig schön viel Frischluft rein. Und was dann auch auffällt, hier oben ist ein kleines Netz, so eine Art Überkopf-Compartment, wo sich Kleinigkeiten verstauen lassen, das Kuscheltier oder irgendwelche anderen weichen Spielsachen zum Beispiel. Das ist eine witzige Idee. So könnten natürlich Kinder auch schon einsteigen, aber es gibt noch eine bessere Version, nämlich
indem man den Reißverschluss hier einfach wieder zumacht und dann das Verdeck hier einmal öffnet. Das funktioniert auch schnell und hält trotzdem sicher. Zack, also dieser Ring hier, der hält das Regenverdeck richtig gut und dann kann man auch einfach diese Tür öffnen und die Kinder können selbstständig einsteigen. Na los, nicht so schüchtern, will nicht. Und wenn man dann richtig große Gegenstände einladen möchte oder aber das Regenverdeck abbauen möchte, dann kann man hier auch ganz einfach diese Strapsen einmal komplett lösen und das Regenverdeck schwingt wirklich außergewöhnlich weit auf. Ja, es gibt einiges zu entdecken beim neuen Transporter. Und jetzt fahren wir eine Runde. Aber nicht, bevor wir nicht geguckt haben, wie man darauf sitzt. Laut Riso Müller ist das Transporter für Menschen zwischen 1,50 Meter und 2 Metern geeignet. Dadurch, dass sich sowohl der Sattel sehr weit runter als auch der Lenker sehr weit runter und sehr weit hoch verstellen lässt. Und beides mit Schnellspannern. Die höchste Sitzposition ist sogar für mich ein bisschen zu hoch mit 1,96 Meter. Deswegen stellen wir mal runter und ich setze mich mal drauf. Der Einstieg ist verhältnismäßig niedrig, aber nicht super niedrig. Und wenn ich hier drauf sitze, dann habe ich eine sehr aufrechte Sitzposition. Der Lenker ist so nach hinten geschwungen. Das ist sehr entspannt und sehr gemütlich und ich komme trotzdem gut auf den Boden auf. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, fahren wir mal los. Schnell! Haben wir sie abgeschüttelt? Ja. Dann können wir jetzt den Fahreindruck machen. Hier vorne sind meine beiden Kollegen, die Säcke und auch mein schöner Retrobane-Rucksack drin. Also eine Beladung von gut und gerne 40 Kilogramm. Los geht's! Und wir sind jetzt im Turbo-Modus, also in der stärksten Einstellung, in der kleinsten Übersetzung und machen mal den Beschleunigungstest. Und 25 km/h. Also die Beschleunigung ist nicht ganz so brachial, wie das beim Bosch Performance CX der Fall ist, aber dafür ist der Motor außergewöhnlich leise, selbst wenn man ihm die Sporen gibt. Wie gut kommt dieses Fahrrad unsere standardisierte Steigung hoch? Das größte, was wir halt in Lübeck zu bieten haben. Wir sind wiederum im Turbo-Modus. Wir setzen eine recht geringe Leistung an, so eine normale Leistung, maximal irgendwie 200, 250 Watt. Und eine Trittfrequenz versuchen wir möglichst hoch zu gehen mit 80 Umdrehungen pro Minute. Und dann mal sehen, wie schnell das Fahrrad wird. Oder bleibt. So, das ist die hohe Trittfrequenz. Ja, 147 Watt. Bis zu 200 Watt gehen wir hoch. Also das ist so das maximale Power-Level. 21 km/h. Ich muss ein bisschen runterschalten. 19, 18, 17 km/h. 16 km/h, 16,6, 16,5 hier bei dem steilsten Stück. Das ist so die Geschwindigkeit, die der Bosch Performance Line imstande ist, uns hier hochzubringen. Das ist natürlich kein Performance Line CX oder Cargo Line Level, aber es ist ausreichend. Über eine kleine rumpelige Strecke und da merkt man sofort, dass das Transporter Riso Müller typisch gut abgestimmt ist. So, mal sehen, wie gut wir mit diesem Rad irgendwelchen Explosionen ausweichen können. Auch das funktioniert wirklich ohne Probleme. Der Lenkungsdämpfer ist gut eingestellt, sodass es nicht zu schwierig ist, ihn zu lenken. Aber bei schnellen Richtungswechseln merkt man, dass er das deutlich abdämpft. Und die Verbindung nach vorne durch diesen Lenkarm fühlt sich auch sehr stabil an, ohne dass das Vorderrad irgendwie zum Flattern neigt. Und auch hier, das Rad ist zwar nicht zum Graveln gedacht worden, aber durch diese präzise Lenkung funktioniert auch das ganz gut. Die Reifen bieten einen ganz guten Grip, das ist okay, aber ich würde ihnen noch nicht zu viel zutrauen. Und jetzt hier ist es sehr matschig. Okay, und jetzt der Anfahren am Bergtest. Nochmal kleinste Unterstützung und mal sehen, wie gut uns jetzt das Rad hier bei dieser Rampe hochbringt. Okay. Okay. Also die Kraft vom Performance Line ist nicht sofort da. Bei solchen starken Rampen muss man dann die Schiebehilfe nutzen und das Rad eben an die nächste gerade Stelle schieben. Der Performance Line Motor, der braucht so eine Gedenksekunde, bis er loslegt. Aber gerade im Flachen und wenn es nicht zu steil ist, bietet er mehr als ausreichend Leistung. Um enge Kurven kommt man mit dem Transporter sehr gut rum.
Also gerade der Lenkeinschlag nach rechts ist sehr groß. Selbst engste Stellen kann man damit ohne weiteres fahren. Das ist jetzt der Lenkanschlag gewesen. Also da kommt man super rum. Wenn man links rumlenken möchte, braucht man ein bisschen mehr Platz, weil da ist der Lenkeinschlag nicht ganz so groß. Aber auch das sollte in den meisten Fällen kein Problem sein. Ja, auch hier, wenn es ein bisschen rumpeliger wird, die Strecke, dann ist das Fahrwerk des Transporter gut abgestimmt. Man rollt einfach rüber. Die Federgabel, die macht jetzt gerade natürlich im neuen Zustand einen guten Job. Das Heck ist natürlich ungefedert, aber der Reifen ist verhältnismäßig dick und deswegen kommt auch da eine ganz gute Federwirkung zustande. Der Lenker hat auch eine angenehme Form, sorgt für eine aufrechte Sitzposition, man hat einen guten Überblick. Die Person hat sich entschieden, nicht zu blinken. Das dürfte für viele gut passen, die nicht unbedingt allzu sportlich unterwegs sein wollen. Die Arme haben eine gute Bewegungsmöglichkeit. Da fallen wir hier rauf. Das Einzige, was jetzt auffällt, wenn man so groß ist wie ich, dann kann man während der Fahrt das Display nicht so gut sehen. Nur wenn man es so ein bisschen hochklappt. Ja, auch von der Verzögerung ist das ganz gut. Das Bremsgefühl, das ist ganz angenehm. Und was das dann bringt, das gucken wir jetzt mal beim Bremstest. Der ist momentan nicht ganz einfach umzusetzen, weil einfach alles nass ist von dem Schnee. Und es regelmäßig regnet, aber wir gucken mal. Und zwar bremsen wir da vorne bei der Straßenkante aus 25 km/h und hat aber ganz gut geklappt. Also der Reifen ist verhältnismäßig wenig gerutscht. Wir hatten jetzt einen Bremsweg von gut und gerne 3,5 Metern, was ich hauptsächlich der nassen Straße zuschreibe. Normalerweise rutscht man mit einem beladenen Long John nicht, also auf trockener Straße. Ich schätze mal, dass so Bremswege von gut 3 Metern bei trockenen Straßenverhältnissen ohne Probleme möglich sind. Was jetzt auffällt, die Bremsen, die haben einen guten Druckpunkt, die lassen sich einfach modulieren, sind auch angenehm breit. Allerdings ist das Griffstück für mich ein bisschen zu schmal hier von oben nach unten. Das könnte gerne ein bisschen breiter sein. Ja, und bei der Beschleunigung geht es dann nicht allzu drastisch, aber schon ganz gut voran. Und auch Riemen und Enviolo arbeiten nahtlos zusammen. Das ist leise, selbst bei solchen Wetterverhältnissen, die wir heute haben. Bei der Übersetzung ist es so, dass ich jetzt bei 26 km/h in der schwersten Übersetzung eine Trittfrequenz von 65 Umdrehungen pro Minute habe. Also da ist, wenn man ein bisschen schneller fährt, nicht viel Raum. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich bei 10 km/h in der kleinsten Übersetzung eine Trittfrequenz von ebenfalls 65 habe. Also selbst stärkere Steigung kommt man mit einer angenehm schnellen Trittfrequenz hoch. Also wenn man da nicht gerade anfahren muss mit einem voll beladenen Fahrrad. Ja, also von der Agilität lässt das Rad nichts zu wünschen übrig. Es ist halt angenehm kurz mit 2,44 Meter für die Beladungskapazität und für die Ladeflächenlänge. Das merkt man dann auch im Alltag. Der Abstand nach vorne zum Vorderrad ist nicht sehr groß und dadurch lässt sich das Rad wirklich agil bewegen. Also das Einzige, was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre ein Motor, der etwas feinfühliger und spontaner anspricht. Aber sonst ist das schon echt gut. Und jetzt gehen wir mal zurück ins Studio und zu den Preisen. Das oder den Transporter 65 mit dem smarten System gibt es ab einem Preis von 5.599 € mit der Shimano Q's Kettenschaltung. Diese Version mit der Enviolo und dem Riemen kostet ab einem Preis von 5.999 €. Und das Testrad mit dem Regenverdeck, der Box, den Kindersitzen, dem Gepäckträger und dem RX-Chip kommt auf einen Preis von 6.948,40 €. Nie dabei ist allerdings Jason Statham. Man muss nicht Frank heißen, um dieses Fahrrad zu fahren. Und ich glaube auch, mit dem Transporter lebt es sich deutlich entspannter als Transporter. Auf jeden Fall werden wir dieses Fahrrad in den nächsten Wochen im Alltag bewegen und am Ende der Testphase euch unsere Testeindrücke einmal schildern. Wenn ihr also Fragen, Wünsche und Anregungen habt, was wir mit diesem Bike mal in den nächsten Wochen machen sollen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.